Herzlich willkommen im Belvedere. Die österreichische Galerie kommt zu Ihnen. Bleiern schwer hängt der Himmel über der südfranzösischen Ebene von Auvers, Auvers-sur-Oise, jener Ort, an dem der Spätimpressionist Vincent van Gogh seinen tragischen Selbstmord verüben wird, 2 Tage nachdem er sich mit einer Handfeuerwaffe verletzt hat, ein Schuss in die Brust oder in die Bauchgegend, so genau wissen wir es nicht, wird er an den Folgen der Verletzungen versterben. Und er beschreibt auch in seinen Schilderungen, in seinen Niederschriften, wie sehr er in dieser ganzen Serie von Tafelbildern mit dieser pastösen Qualität der Farbaufträge, mit der unglaublichen, flüchtigen Dynamik des Einsatzes des breiten Pinsels, diese körperhafte Farbe auf der Leinwand, wie sehr er mit diesen Ausdrucksmitteln als spätimpressionistischer Künstler innere Zustände, seine Depressionen, seine psychischen Leiden, seine Verfasstheit ausdrückt. Ein wortgewaltiger Künstler, obzwar zurückgezogen, einsam, vereinzelt, sich von anderen Menschen immer wieder abgestoßen fühlend, wird dieser Vincent van Gogh sein ganzes kurzes Leben hindurch darunter leiden, nicht wirklich angenommen zu werden und angekommen zu sein und sich akzeptiert zu fühlen. 1903 wird just jenes Bild im Rahmen der großen Sezessionsausstellung der Öffentlichkeit präsentiert. Vincent van Goghs Œuvre ist inzwischen wahrgenommen, international, gerade im Zusammenhang mit den avantgardistischen neuen Strömungen wie der Wiener Sezession, die 1897 in Wien Fuß fasst. Nach der Berliner, nach der Münchner Sezession sind diese neuen Ideen angekommen und das Werk wird nach der großen Sezessionsschau der neu gegründeten, 1903 implementierten und eröffneten modernen Galerie überantwortet. Und seither befindet es sich in den Sammlungen unserer Häuser der österreichischen Galerie, die diesen Schatz heute verwaltet. Der Umgang mit der Materialität ist so ungeheuer revolutionär und neu. Und das, obzwar Vincent van Gogh ein Autodidakt ist, ein Künstler, der relativ spät seinen Weg findet. Die Ausbildung zu einem Hilfspriester wird nicht wirklich von großem Erfolg gekrönt sein. Ursprünglich wird er eine Ausbildung in einem Kunsthandel, einem international agierenden, wo 3 seiner Onkel tätig sind, absolvieren. Aber auch dort der ein wenig autistisch wirkende, zurückgenommene und soziopathisch auftretende Vincent van Gogh hat große Schwierigkeiten als Verkäufer zu reüssieren. Und so wird er aber die Gelegenheit nutzen, um überall dort, ob er sich in London zuträgt oder ob er in Paris in einer der Niederlassungen von Copiaci, diesem Kunsthandel, tätig ist, er nutzt die Möglichkeit, die Museen zu frequentieren. Er studiert Kunst und wird mehr oder weniger, bis auf wenige Gelegenheiten, wo er Anleitung bekommt, sich dieses handwerkliche Können selbst beibringen. Delacroix, die farbintensiven, hell, dunkel, kontrastreichen Bilder des großen französischen Malers werden in seinem Werk ihren Niederschlag finden, indem er viel farbintensiver wird. Die Anfangszeit, die geprägt ist von der niederländischen Kunst des 17. Jahrhunderts, Frans Hals, Ruysdael und andere, werden von ihm intensiv genutzt als Quelle. Aber er wird vor allem auch die neuen Ideen des Impressionismus in Paris kennenlernen und zu seinem künstlerischen Schaffen wird nun die Idee kommen, den Farbauftrag als Möglichkeit, Emotionen auszudrücken und erlebbar zu machen, zu nutzen. Es sind diese dynamischen Farbaufträge, dieser Duktus, der per se fast symbolistisch wirkt, Landschaften, die für die Seelenzustände dieses Vincent van Gogh zu stehen scheinen. Gegen Ende seines Lebens wird er sich mehrfach
freiwillig in ärztliche Behandlung begeben und in Anstalten für Menschen mit besonderen Bedürfnissen, mit psychischen Erkrankungen begeben, leidvolle Erfahrungen, aber er fühlt sich dermaßen unsicher in dieser Welt da draußen und sowas von zurückgeworfen auf sein Leiden, dass er die Gelegenheit wahrnimmt, in Südfrankreich, dort wo er sich in Arles niederlässt und ansässig macht, weil er ganz bewusst auf der Suche nach diesem spezifischen, besonderen Licht der südfranzösischen Ebene ist, das er nun in seinen Tafelbildern einsetzt. Wie wenige andere ist er ein Wegbereiter der Moderne, ein Avantgardist im engsten Sinne und als Autodidakt, als Künstler, der im Grunde genommen aus sich herausschöpfend neue Wege beschreitet und neue Ideen in die Kunst einführt. Die Sezessionisten in der Residenzhauptstadt Wien, die in ihren großen Ausstellungen im Sezessionsgebäude, aber auch die schauen, die private Galerien wie die Galerie Mietke am Graben beziehungsweise der Kunstsalon Pisco, also jene Institute, die von privaten Galeristen betrieben, das, was sich auf dem Kunstmarkt tut, an Erneuerung zeigen und präsentieren, werden Vincent van Gogh in die Öffentlichkeit tragen. Die Diskussion um sein Œuvre hält an. Tatsache ist, Vincent van Gogh, der während seines Lebens kaum Bilder verkauft, sein ganzes Leben hindurch nicht nur vereinsamt, auf sich zurückgeworfen, unter großen Geldnöten leidet, unterstützt wird von seinem Bruder Theo van Gogh, der Kunsthändler ist und das eine oder andere Mal Bilder erfolgreich verkaufen kann. Vincent van Gogh, der so zurückgenommen, so einsam und vereinzelt unter seinem Anderssein leidet, wird als Künstler seinen Weg gehen, obwohl er als verkaufender Künstler definitiv nicht erfolgreich ist. Ein wichtiger Einfluss auf die Kunstgeschichte des auslaufenden 19. Jahrhunderts, ein wichtiges Werk in seinem Querformat, das uns hinausführt in diese Seelenlandschaften eines Menschen, der uns das Schauen lehrt. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in der österreichischen Galerie Belvedere.